Einen wunderschönen nächsten Tag, der Tag nach der PlayStation Showcase. Hi, ihr Showmo von VR, ich bin Mo Tensen und für alle, die gestern nicht live dabei sein konnten, wollte ich heute mal eine kleine Zusammenfassung machen. Ja, bisschen unterfüttert mit anderen PlayStation VR 2 News. Gucken wir aber erstmal in den Store, denn gestern gab es tatsächlich auch einen neuen Release, ja, ohne dass wir es gemerkt haben. Cosmo Dread wurde nicht nur vorgestellt mit einem Launch-Trailer, sondern war auch sofort zu kaufen für 15,99. Falls ihr euch noch an The Persistence erinnert, eins meiner Lieblingsspiele, Cosmo Dread hat genau denselben Spielinhalt. Ja, ihr seid auch in einer Raumstation, es ist auch ein Roguelike und ihr müsst euch da irgendwie durchkämpfen. Inhaltlich ist es eigentlich ganz nett. Ich habe das seinerzeit mal auf der Rift und dann später auch noch auf der Quest getestet. Ich mache euch mal einen Link unter diese Videos hier. Inhaltlich ist es dasselbe. Ja, wie es technisch aussieht, müssen wir dann mal auf der PlayStation gucken. Auf jeden Fall ist das jetzt draußen für 15,99. Und heute kommt noch Hello Neighbor raus. Das ist auch ein Hide-and-Seek-Spiel. Allerdings gibt es eine ziemlich vernichtende Kritik von Without Parole, deren Kritiken ich eigentlich immer sehr vertraue, außer bei After the Fall, da haben sie sich geirrt. Und die haben wirklich 2 von 10 Punkten vergeben. Ja, es soll sehr buggy sein und irgendwas hat ihnen auch nicht gefallen. Ist aber heute draußen für 29,99. Da wäre ich vorsichtig. Wartet vielleicht noch mal ein paar Patches ab, bis ihr zuschlagt. Und außerdem gibt es noch einen neuen Eintrag im Store, nämlich an der Citadel hat es jetzt hier auch geschafft. Im Juni kommt jetzt die PC-VR-Version raus. Die werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, ja, um schon mal zu sehen, was das jetzt geworden ist. Das Spiel ist seit 2018 oder 19 angekündigt, also wirklich, wirklich schon sehr lange. Wir alle dachten, das kommt noch für die PlayStation VR 1 tatsächlich. Und jetzt kommt es dann endlich für die PlayStation VR 2. Okay, ist auch die potentere Plattform, why not? So, dann aber zum Showcase. Gucken wir mal, was los war. Zuerst mal das Allerwichtigste. Es ist angekündigt gewesen und jetzt ist es einfach da. Beat Saber für die PlayStation VR 2. Ab gestern Nacht war es dann sofort im Store. Das Schöne ist, wenn ihr Beat Saber besitzt für die PlayStation VR 1, dann habt ihr automatisch auch die PlayStation VR 2 Version kostenlos. Genauso wie die ganzen Music Packs, die stehen dann weiterhin auch für die PlayStation VR 2 Version zur Verfügung. Ansonsten kostet es für Neueinsteiger 29,99 und ja, es haben schon Leute gefragt, es war noch nie im Sale und wird es auch nie sein. Also wartet nicht, kauft es jetzt. Ist ein schönes Ding. Ich habe gestern Nacht noch schnell reingeguckt, um mich mal von der technischen Seite zu überzeugen. Macht erstmal alles richtig. Kann man machen. Und ist natürlich eine wichtige Marke für unsere PlayStation VR 2. Dann gab es auf der Showcase ein bisschen aufgewärmte Sachen. Ja, ich will mich nicht beschweren. Synapse scheint ein sehr, sehr schönes Spiel zu werden von N-Dreams. Ein Shooter. Ich mag den Grafikstil sehr und ich würde mal sagen, das siedelt sich auch eher so im Double-A-Bereich an. Das Vorgängerspiel, was sie hatten, nämlich Fragged, war allerdings nicht besonders lang. Ja, das hatte gerade mal 3 bis 4 Stunden Spielzeit. Ist die Frage, wie tief dieses Spiel hier gehen wird. Wir wissen noch nicht sehr viel darüber, außer schöne Videos und Action. Das scheint schon mal sehr spaßig zu sein. Und wir haben jetzt auch schon einen Veröffentlichungstermin. Am 4. Juli kommt es dann auch raus, also noch ein bisschen gedulden und dann können wir es im Sommer einfach mal antesten. Es gab auch neues Material zu Crossfire Sierra Squad. Das hat jetzt niemanden großartig überrascht. Über dieses Spiel wissen wir eigentlich auch schon fast alles. Es ist ein klassischer Story-Shooter. Ja, es wird eine längliche Kampagne geben, die spielt man mit NPC-Kameraden. Dann wird es aber auch jede Menge Koop-Modi geben und auch ein Vierer-Koop-Modus. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe voll Bock drauf. Es ist so ein richtiger Modern Warfare-Shooter. Ich bin weiterhin gespannt, was da draus wird. Und dann, ich hatte es gar nicht so richtig mitgekriegt, während der Showcase wurde auch Five Nights at Freddy's Help Wanted 2 vorgestellt. Ja, da war allerdings keine Einblendung, dass es auch ein PlayStation VR-Titel ist. Und da das Original auch erstmal für Flat kam und dann für VR, dachte ich, es ist ein reiner Flat-Titel. Nee, auch das ist PSVR 2 Material. Ihr wisst, wie ich zu so Grusel-Shocking-Games stehe. Nichts für mich, aber ich denke, das wird seine Freunde finden. Das Original, der erste Teil, war ja sehr, sehr beliebt. Jetzt haben wir es auch wirklich, wirklich mal offiziell. Es wurde Material gezeigt aus der VR-Perspektive für den VR-Mode von Resident Evil 4. Hier mal die Fakten. Resident Evil 4, das Remake auf der PlayStation 5 ist ja jetzt schon draußen. Und wenn ihr das besitzt, könnt ihr euch, sobald es released wird, den kostenlosen VR-Mode laden. Genauso wie bei Resident Evil 8. Wann der rauskommt, wissen wir nicht. Aber es wird die komplette Kampagne sein. Ja? Also das komplette Spiel, komplette Geschichte wird in VR spielbar sein.
Und ich glaube, das wird ziemlich großartig. Ja, natürlich bombastische Grafiken, Riesentitel. Wir wussten, dass er kommt. Jetzt wissen wir ganz genau, dass es wirklich das komplette Spiel ist. Ist eine schöne Geschichte auf jeden Fall, die da auf uns wartet. Ich rechne mal mit dem Spiel, aber nicht vor dem Weihnachtsgeschäft dieses Jahres, muss ich sagen. Ja, die haben vor einem Monat angefangen mit dem VR-Mode und das wird sicher ein Weilchen dauern. So, und die einzige richtige Überraschung war halt Arizona Sunshine 2. Das könnte interessant werden. Ich mochte den ersten Teil auf jeden Fall richtig gerne. Ja, das hatte immer schon eine super schöne Spielmechanik. Vor allen Dingen auch mit seiner Kampagne und dem dazugehörigen Horde-Modus, den man mit bis zu 4 Leuten spielen konnte, war es einfach ein Riesenspaß. Die Kampagne konnte man übrigens auch im Koop, im Zweier-Koop spielen. Bei dem neuen Teil haben sie darüber leider noch nichts gesagt. Es gibt auch widersprüchliche Angaben in der PlayStation App auf dem Handy. Da steht, ja, 4er Koop wird unterstützt. Auf dem Webbrowser und auf der PlayStation 5 steht das nicht. So, sie haben auch nicht alle Geheimnisse um das Spiel gelüftet. Das müssen wir mal gucken. Ich fand den Trailer wirklich cool. Das sieht eigentlich sehr, sehr schön aus. Und die Spielmechanik von Arizona Sunshine 1 war schon genial. Die deutsche Synchronisation war sogar legendär. Ja, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann guckt euch das mal an. Und vor allen Dingen ist aber interessant, diesmal ist es kein Multiplattform-Titel wie so viele in letzter Zeit, sondern das ist jetzt wirklich ein Titel, der nur auf der PlayStation VR 2 und im PC VR rauskommt. Der Entwickler selber, Vertigo Games, spricht da von Next Generation VR. Ich bin gespannt, was sie zeigen werden. Der Trailer sah ziemlich gut aus. Aber wenn ihr darauf geachtet habt, der Trailer ist auch kein Ingame-Material. Also mal gucken, wie das Teil dann wirklich aussieht. Ich freue mich auf jeden Fall. Das ist ein schönes Ding. Da werden wir Spaß dran haben. Und es kommt auch noch dieses Jahr raus. Das waren die ganzen Geschichten, die am Start sind. Wieder mal hat es Sony geschafft, uns, glaube ich, mit so ein bisschen gemischten Gefühlen zu hinterlassen. Ja? Es sind schon coole Sachen gezeigt worden jetzt, die auch wichtig sind. Wichtige Marken, Beat Saber, Resident Evil. Für uns in der Bubble ist halt Arizona Sunshine eine gute Marke, aber außerhalb von der VR-Bubble vielleicht gar nicht. Titel wie Crossfire oder Synapse sehen auf jeden Fall im Trailer gut aus, also könnten auch interessant sein für Leute, die noch kein VR besitzen und sich da vielleicht ein bisschen erwärmen dürfen. Aber es fehlte tatsächlich ganz klipp und klar irgendwas von Sonys eigenen Studios. Und nicht nur für VR, muss ich sagen. Ja. Tatsächlich gab es nur Spider-Man 2 zu sehen von Sony hauseigenen Produktionen. Das sah auch sehr mächtig aus und der Trailer dazu ging endlos. Und dann hatte Bungie noch ihren neuen Titel Marathon gezeigt, der einen sehr, sehr geilen Stil hatte. Und das war es auch schon, ja. Nichts von den God of War-Machern, nichts von den Uncharted-Leuten, gar nichts. Die ganze Politik, jetzt nicht mehr Titel zu erzählen, die noch ein Weilchen in Produktion sind, die beißt uns natürlich hier ein bisschen in den Hintern. Ich hätte gerne mal gewusst, was mit Team Asobi ist, was die so seit 2 Jahren tun. Das sind die Leute, die seinerzeit Astrobot gemacht haben. Auf sowas müssen wir weiterhin warten. Hilft einfach nichts. Insofern, das war jetzt alles ganz okay, aber auch wieder nichts zum absoluten Ausflippen. Das ist immer so ein Spielchen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß dran und Freude auf die Titel, die kommen. Schreibt immer bitte eure Meinung zu den Spielen in die Kommentare. Ich sag's nochmal, Beat Saber, Synapse, Arizona Sunshine 2, Five Nights at Freddy's 2, Resident Evil 4 VR, es wird krass, Crossfire Sierra Squad. Und damit bin ich raus. Vergesst nicht das Däumchen, abonniert den Kanal. Wir sehen uns bis Dance Mutanzen Move von VR. Immer für euch da. Bye, bye. Oder direkt von der Messe mit dem Phone. Voller Einsatz, der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mo von VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tensen Mo von VR.